ist schwer unterscheiden. Und zweitens ist es so, dass sie auch lang auszusprechen sind. Und außerdem haben sie gar nicht die schönen symbolischen Anspielungen, auf die ich gleich noch zu sprechen. Nee, komme ich morgen noch zu sprechen. Ihr müsst alle morgen kommen. Das ist eigentlich auch ein Vortrag, heute und morgen, das ist eigentlich ein langer Vortrag. Deswegen habe ich auch das Thema geändert. Ich wollte ja eigentlich bei Postmoderne morgen was machen. Dann habe ich aber festgestellt, der erste Vortrag ist 2 Stunden lang. Dann habe ich gesagt, das geht nicht, den teile ich einfach in 2 Teile. Postmoderne kommt dann vielleicht nächstes Jahr. Ja, also nun, der zweite Band startete mit 100.000 Exemplaren. Eclipse, der dritte Band, startete mit 1 Million Erstauflage und war die Heiligen des Heiligen des Todes, Deathly Hallows, den letzten Harry Potter Roman aus den Bestsellerlisten, aus Platz 1, verdrängte es ihn, obwohl er erst 2,5 Wochen vorher gestartet war. Und ich meine, das will schon was heißen. Das ist schon was. Im ersten Quartal von 2009 wurden die Stephenie Meyer Bücher insgesamt so viel verkauft, dass sie 16% des gesamten Buchumsatzes in den USA ausmachen. Also auch das ist eine nicht unbeträchtliche Zahl. Und vor diesem Hintergrund ist das schon verständlich, dass Time das titelt, ne? neue J.K. Rowling. Aber haben Sie abgesehen von der Erfolgsgeschichte überhaupt irgendwas gemeinsam, die beiden? Also zunächst einmal muss man wahrscheinlich zugeben, dass beide Romanserien sich auszeichnen durch eine unglaubliche Faszination. Die ziehen die Leser in den Bann. Die Times sagte dann in diesem Artikel, beide haben eine so große Integrität und eine Autonomie der erzählten Welt, die es so nur bei Tolkien gab. Insofern macht es auch wieder Sinn, dass wir jetzt auf der Twicon sind. Rincon Twicon, das ist halt die tolle erzählte Welt. So als könnte man dort ein Grundstück kaufen und wer würde das nicht wollen. Es gibt unzählige Fansites und auch habe ich mir sagen lassen, eine gewisse Rivalität zwischen den beiden Fangruppen, dort und dort. Da werden dann so Fragen ausdiskutiert, wenn man im Internet surft, welcher Protagonist ist der bessere Liebhaber, welcher Film zeigt den heißeren Kuss, welche Fantasy-Welt ist überzeugender, welche Heldin kann besser kämpfen. Es gibt ein stechendes Argument für Twilight. Die Protagonisten sehen besser aus. Ja. Und sie bleiben ewig jung. Auch nicht schlecht. Das gilt natürlich nicht für die Leser. Also ich kann mal vermuten, dass man von Twilight dann wieder... Nee. Ja. Inhaltlich und stilistisch gesehen haben die beiden Bücher eigentlich auf den ersten Blick wenig gemeinsam. Ein Fan hat das mal in so einem Blog auf den Punkt gebracht, das ist Salat gegen Apfelkuchen. Man weiß eigentlich auch, was der Apfelkuchen ist. Ich weiß nicht, und Salat bei Harry Potter ist bestimmt gemischter Salat. Auch die Autorinnen gleichen sich einfach darin, dass sie ihre ersten Texte mit Baby im Arm geschrieben haben. Auch die Schreibtechnik da haben sie auch nicht viel gemeinsam. Rowling konstruiert ihre Bücher sehr sorgfältig, die hat 5 Jahre lang gebastelt, bevor sie angefangen hat zu schreiben. Meyer hingegen flutet die Seiten wie eine punktierte Erzählerin. Auch ein Tanzzitat, der ist ganz nett, der Artikel. Stephenie Meyer sagt auch von sich selber, dass sie keine Geschichten erzählt, dass sie keine Schriftstellerin ist, sondern eine Geschichtenerzählerin eigentlich. Die Geschichte wisst ihr vielleicht auch, von den Biss-Romanen, die hat eigentlich einen Traum und von dieser eine Szene, die dann auch in dem Buch vorkommt, die sich in der Waldlichtung unterhalten, die beiden, und diesen Traum, der hat sie so fasziniert, da musste sie erstmal gleich den ganzen Roman zuschreiben, der hat sie innerhalb von 3 Monaten aufs Papier geknallt, so zwischen Kochen und Kinder und Küche, und dann haben die Figuren sie gar nicht losgelassen, in der Nacht ist sie aufgestanden, hat geschrieben und hat sie gesagt, so jetzt schreibe ich erstmal jede Menge Epiloge. Da gibt es also, sie hat dann angefangen, den Band zu schreiben, der jetzt der letzte Band der Reihe ist. Dann hat sie die Geschichte geschrieben aus Edwards Perspektive. Das findet man unter dem Titel, wie heißt der? Midnight Sun, genau. Ich hab's hier irgendwo, aber Midnight Sun im Internet. Sie hat es dann nämlich erstmal aufgegeben, aber soweit ich weiß, arbeitet sie jetzt wieder dran. Hat erstmal aufgegeben, weil das dann von irgendjemandem fieserweise online gestellt wurde. Dann hat sie gesagt, so, nee, was hat sich, jetzt schreibe ich es nicht weiter. Ist relativ, wie soll ich sagen, nicht übersetzt, relativ langatmig. So. Also er will und er darf nicht und er will und er darf nicht. Und er hört ständig die Gedanken, wie man das erzählt. Aber es ist ganz spannend auch. So, und dann hat sie diesen Bücherdeal bekommen und hat gesagt, jetzt muss ich erstmal 3 Teile schreiben. Und das ist eine ganze Entstehungsgeschichte, die irgendwie sehr spontan und generiert ist. So ähnlich wie bei C.S. Lewis. Und in gewisser Weise ähneln die beiden Autoren auch so vom Herangehen von der Schreibtechnik Tolkien und C.S. Lewis. Tolkien hatte ja auch gewisse Probleme mit den Narnia-Chroniken, während er selber jahrelang an seinem Herr der Ringe bastelte, schrieb sein Freund Jack ein buntes Märchen nach dem anderen, die zum Teil auch auf Träumen basierten und die auch einen religiösen Untertext hatten, Subtext hatten. Und insofern haben wir dann eine gewisse Ähnlichkeit.
Entstehungsgeschichte muss man, wenn man sich ernsthaft mit den beiden Büchern befassen will, eigentlich bei Harry Potter vom letzten Band ausgehen und rückwärts lesen, während man bei Twilight eigentlich gut daran tut, sich hauptsächlich mit dem ersten Band zu befassen. Ich weiß aber noch nicht, wo ich jetzt aufklicken muss. So, jetzt will ich mir noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, wie die beiden so empfangen worden sind von wegen Kritik. Also was auch eine Sache ist, die mir vergleichbar ist, ist die Art und Weise, wie diese beiden Romanserien von der Kritik vom Elfenbeinturm, von den ernsthaften, seriösen Zeitungen rezipiert worden, aufgenommen worden sind. Beide sind nämlich so, dass sie anfänglich sehr positiv kritisiert wurden, Anfang also toll gelobt wurden. Harry Potter war ein tolles Kinderbuch, Twilight ist eine spannende Teenager-Vampir-Romanze, also die haben auch Buchpreise jede Menge bekommen, kann man alles im Internet nachlesen. Aber als sie dann erfolgreicher wurden, dann setzte das da wirklich Kloppe. Harry Potter wurde in der Times anfänglich mit Roald Dahl und C.S. Lewis verglichen, mit Huckleberry Finn, mit Alice im Wunderland und mit Frodo. Twilight wurde gesagt, als Zitat, ich sitze da oben, perfekte Metapher für die sexuellen Zwiespälte und Spannungen in der Pubertät. Hochspannendes Debüt, realistisch und subtil, prägnant und leicht zu lesen. Das ist alles aus der ersten Kritik von Twilight. Gerade das leicht zu lesen, das sehen natürlich auch die Fans so. Ein wesentlicher Aspekt, also es gibt so ein paar wesentliche Aspekte, die laut dem Blog für Twilight sprechen, ist eben einmal, es ist einfacher zu lesen. Ein Fan gab da, oder viele Fans geben dazu, ach, Harry Potter, das ist mir echt so, das kann ich gar nicht bis zu Ende lesen. Das verstehe ich nicht. Das ist zu kompliziert. Ja, ernsthaft. Ich habe da ein Zitat raus, auch aus einem der Blogs. Eine andere Sache, die Fans immer wieder betonen, Harry Potter hatten da nur ein paar Vorwürfe wegen Hexerei gekriegt, was übrigens extrem lustig ist. Also ich kann, wie gesagt, nur noch mal auf morgen verweisen. Eigentlich wollte ich einen Vortrag das Kreuz mit Harry machen, aber so ein paar Sachen bringe ich da morgen auch zu dem Thema. Aber mit Twilight, so sagen die Jugendlichen, kann man die Erwachsenen so richtig in Rage bringen. Andererseits ist es so, dass sie sich offensichtlich auch in Twilight wiedererkennen. Es ist realer und dieses Wort, it's more realistic, es ist realistischer. Das wird nun gerade auf diesen Vampirroman bezogen. Das wiederum können seriöse Kritiker überhaupt nicht nachvollziehen. Die haben ja schon Probleme gehabt mit der Seriosität oder mit dem Realismus von Harry Potter. Times Online 2007 hat getitelt über den letzten Harry Potter Band nicht das, was ein Poet erwartet. Allenfalls ist es lesbare, nützliche Alltagsprosa. Der Reich Ranitzky Amerikas, Harold Bloom, der war von Anfang an gegen Harry Potter. Der hat gesagt, schlecht geschrieben, beherrscht von Klischees und toten Metaphern. Was würde Herr Bloom da erst zu Stephanie Meyer sagen? Er sagt nichts. Lustig ist auch Blooms Kritik, das soll ich nicht vorenthalten, dass Sex in Rowlings Kosmos kaum vorkommt. Zumindest nicht im ersten Roman. Ein Zitat. Ich meine, da ist Harry 11. Laut New York Times, der Kritikerin Antonia S. Bayard, die auch relativ langatmige Romane schreibt, ist Harry Potter eine zweitklassige Patchwork-Welt, deswegen ist sie auch Kritikerin geworden, vermute ich. Eine zweitklassige Patchwork-Welt, intelligent aus Motiven aller möglichen Kinderliteratur zusammengeschustert, geschrieben für Leute, deren Vorstellungskraft sich aus Zeichentrickserien, Soaps, Reality-TV und VIP-Schwachsinn speist. Alan Jacobs, ein Englischprofessor und C.S. Lewis Biograf, der hat immerhin zugegeben, dass Harry Potter der großartigste Groschenroman aller Zeiten ist. Und Anthony Holden, Shakespeare-Biograf, auch ein recht bekannter Kritiker, der hat auch von Anfang an, also für den sind Harry Potter nicht als eindimensionale Kinderbücher, Disney-Cartoons in Worten, langweilig, konservativ, abgekupfert, deprimierend, nostalgisch, undramatisch, vorhersehbar, sentimental und voller Schwarz-Weiß-Charaktere. Vernichtendes Urteil. Kann ich nicht nachvollziehen. Vor allem aber, sagt Anthony Holden, stellt Harry Potter Eskapismus über Aufklärung. Er sagt Escapism over Enlightenment. Und worauf bezieht er sich da? Er muss natürlich hier den